faster than I expected. That was quite a show. They've been rather busy these last few months, including their frequent forays into the tower. Their fighting style is positively fascinating, and it seems they've gained new recruits, too. Well, Jin, are they our enemy? Why don't we ask our buddy? We'll be seeing him soon. Yes, that's an excellent idea. Considering that he shares our fate, it would be prudent to seek his opinion. We don't have much time left. Und ihr seid... Du bist erschöpft. Ja. Du bekommst eine Unterhaltung mit. Bald sind Sommerferien, lass uns verreisen. Klingt gut, ich will ins Meer, in die Berge, einfach überall hin. Aber davor beginnen noch die Abschlussprüfungen am Dienstag. Ach, die hätte ich ganz vergessen. Aber das heißt, nach den Prüfungen ist Pause und die Sommerferien stehen vor der Tür. Die erste Glocke hat geläutet. Was sehen die Abschlussprüfungen sind nächsten Dienstag? Oh je, wir hatten gerade eine Prüfung. Das ist Mystik. Naja. Ich schau mal ganz auf Prüfungen. Nein, Mystik war nicht das Wort, nach dem ich gesucht hatte. Englische Redewendungen sind ziemlich verzwickt. Reden wir jetzt über Comma Splices. Ihr habt sicher schon davon gehört, aber doppelt hält besser. Comma Splices. Ein Comma Splice tritt auf, wenn zwei Hauptsätze... Ja, okay, gut. Und eine Kondition mit einem Komma zusammengezogen werden. Okay, Makoto. Beantworte mal folgende Frage. Also... Welche Distanz ist falsch? Das hier ist falsch. Ich hätte nicht gedacht, dass du das hinkriegst. Sehr gut. Das ist ein Comma Splice. Verstanden? Wenn jemand mehr Fragen hat, machen wir weiter. Und das richtig antwortet, dann schauen wir uns sicher wird. Ja, Yukari, wir haben bald den Social Link mit dir freigeschaltet. Ja, Yuko, nein. Heute sein, wollen wir was essen gehen? Mein armer Magen weint schon ganz bitterlich. Hallo, mein Gourmet-Freund. Beginnen wir unser epikureisches Abenteuer. Ich weiß auch schon wo. Genauso wie freut sich. Ich mich aber nicht. Blätterteil Ankostraße, Gyodon-Restaurant. Du scheinst ja richtig Heißhunger zu haben, wenn du mit mir mithalten kannst. Du bist sicher so einer mit einem extrem effizienten Metabolismus. Es gibt Leute, die mir den Titel des Gourmet-Königs streitig machen wollen. Das sind alles nur Neider. Erinnerst du dich an die Frau, der ich mal Angst gemacht habe? Die war sicher eine Attentäterin gewissermaßen. Die irren, wenn sie sagen, sie verstehen, wie ich so weit gekommen bin. Je eher sie das einsehen, desto besser. Als Anerkennung deines bemerkenswerten Appetits erkläre ich dich zum Atlatus des Gourmet-Königs. Das ist eine Bürde, die Geschichte dir auferlegt hat. Du kannst sie also nicht ablehnen. Du hast genauso viel Vertrauen gewonnen, oder beziehungsweise stärker. Ja, super. Da ist Makoto, richtig? Wenn ich mich nicht täusche, bist du ein Jahr jünger als ich. Das fühlt sich an, als hätte ich jetzt einen jüngeren Bruder. Ach, halt die Klappe. Na, was denkst du, willst du mich als großen Bruder haben? Nein. Klar, besteht eine entfernte Ähnlichkeit, aber es ist sehr offensichtlich, dass wir nicht verwandt sind. Nur so wirkt ein wenig verstimmt. Es ist wie verhext, ich streng mein hübsches Köpfchen an und schon bekomme ich Hunger. Ich habe gerade erst das Gyodon verputzt, aber mich verlangt es schon wieder nach mehr. Los, wir haben noch immer Hunger. Findest du, ich soll weiter essen, dann würde ich mir treu bleiben und das ist doch gut, oder? Vielleicht bekomme ich noch mehr Hunger, wenn ich rückwärts laufe. Das funktioniert manchmal, nicht wahr? Gut, dann mal los. Kommst du mit, Makoto? Du musst, denn du bist einer meiner Athlaten. Das mit dem Rückwärtslaufen habe ich mir ausgedacht, also klau mir den Spruch ja nicht. Du bleibst los mit mir auf einer Suche nach einem weiteren Gyodon. Du verabschiedest dich nach der zweiten Schüssel und kehrst ins Wohnheim zurück. Oh, hey! Hi. Sorry, ich muss mit Fuka reden. Worüber? Ah, es gibt da etwas, das ich klären muss. Nach der Mission sind sicher alle erschöpft. Bitte ruh dich gut aus. Durch mit einem genüsslichen Kaffee.
fühlt sich noch erschöpft. Du bekommst eine Unterhaltung mit. Die Sonnenaufgänge sind immer so belebend. Die Sonne spiegelt sich so schön in den Fenstern. Das liegt daran, dass das Gebäude schon so alt ist, deshalb glänzt alles. Weißt du, meine Eltern haben mir erzählt, dass es hier vor 10 Jahren eine Explosion gab. Es gab dann zwar einen Neubau, aber da ist noch mehr dran. Etwa zu jener Zeit kamen viele Schüler nicht mehr zur Schule. Vielleicht gab es ja deshalb den Neubau, um einen neuen Anfang zu machen. Eine Explosion? Hat da jemand im Chemieraum Mist gebaut? Muss eine gefährliche Stunde gewesen sein. Heute wollen wir über die Heian-Periode reden. Ich halte mich nicht lange damit auf, also passt auf. Im Jahr 19 sage ich schon. Im Jahr 794 wurde Heian-Kyo gegründet. 894 wurden die Botschaften des Kaisers nach China aufgelöst. Ich folge diesen Teil in der Prüfung nächste Woche, aber ich bin zu faul dafür jetzt. Aber nun weiter zum Feudalismus. Passt gut auf, denn das hat mit den Ursprüngen der Samurai zu tun. Ich wähle dich, Makoto. Mal sehen, ob du das weißt. Welches Gesetz diente als Grundlage für die Entstehung des Feudalismus? Das hier, oder? Gut, du erinnerst dich, der Name ist sehr lang, nicht wahr? Dieses Gesetz wurde erlassen, weil das vorherige Gesetz, das Sanse Ishi no Ho wirkungslos war. Die Bauern sind faul geworden, das ist natürlich nicht unüblich, passiert halt häufig, so viel zur Heian-Periode. Dann ist es weiter vorbei. Kenji! Hey, was geht? So. Aber nicht bald Rang 10. Also dann. Stand da gerade, dass die Beziehung sich vertieft? Ich habe keine Ahnung. Oh. Elisabeth. Hallo, hier ist Elisabeth. Ich rufe an, weil es eine Veränderung im Tartarus gibt. Ein Weg war versperrt und jetzt steht jetzt offen. Ich dachte, das solltest du wissen. Sichere Reise. Welcome back. Mit jedem Vollmond werden die Schatten stärker und stärker. Ihre Angriffe werden ebenfalls immer gefährlicher. Bis zum nächsten Vollmond ist es zwar noch hin. Wir sollten die Zeit aber gut nutzen. Ja. Hast schon recht. Ich will jetzt aber allerdings erst ins Café gehen. Gut, der Unterricht hat begonnen. Sebna Uru. Was? Was ist das für ein Lehrer? Ich verwende das Wort Magie in einem sehr weit gefassten Sinn. Heute sprechen wir über den wohl magischsten Ort und Zeit der Welt. Das heutige Thema ist die Magie im Europa des Mittelalters. Zur westlichen Magie gibt es viele Quellen und von Büchern bis zu Folklore. Wir werden auf sie eingehen, auch auf ihre Entwicklung. Wie letztens erwähnt, hat die europäische Magie ihren Ursprung im Heidentum. Allerdings wurden sie beginnend mit dem Christentum durch den Einfluss verschiedener Kulturen verändert. Weitere Beispiele dafür sind die Kabbale, die Lehre der mystischen Aspekte der jüdischen Texte. Der Gnostizismus, eine christliche Sekte, die von dem Zauberer Simon Magus gegründet wurde. Die griechische Philosophie und Naturwissenschaft war das Erbe der Magiegelehrten. Das gilt ebenso für die islamischen Wissenschaften, die damals die europäischen übertrafen. Nun zu den Auswirkungen der Magie in diesem Zeitalter. Es war eine Epoche, in der die christliche Lehre und die Einsichten der Naturwissenschaften aufeinander trafen. Die Magier suchten nach einer Verbindung zu den Göttern. Seid ihr alle wach? Ihr träumt doch nicht etwa, oder? Und jetzt eine kleine Frage, um zu sehen, ob ihr alle aufgepasst habt. Eine falsche Antwort, ihr bekommt einen gruseligen Schutzengel. Wählen wir dich aus. Okay, Makoto, du bist dran. Wie heißt die mystische Lehre der jüdischen Texte? Kabbala. Sehr gut. Die Magier dieses Zeitalters vollbrachten große Leistungen. Insbesondere die berühmten Grimoires stechen hervor. Grimoires sind Sammelwerke magischer Texte verschiedenster Art. Du hast richtig geantwortet. Ich darf das Mittagessen.
Ernsthaft? Oh Leute. Komm, Kenji. Im Gegensatz zu dem Gourmet-König bist du sogar noch normal. Ah, okay. Beim nächsten Mal, komm. Jetzt habe auch morgen da, du Arsch. Wehe, du bist morgen nicht da, dann rast dich wieder aus. Das ist wieder der Fluch. Der Fluch von Persona. Ich lerne lieber... Schließlich stehen die Prüfungen bevor. Stimmt, hast recht. Naja, ich bin so beschäftigt, gerade meinen Charme zu upgraden. Wie hast du nicht gelernt? Sorry, ich brauchte den Charme. Jetzt brauche ich den Charme nicht mehr. Jawohl, jetzt haben wir endlich Charme auf dem Maximum. Ey, was geht? Die Prüfungen gehen bald los. Hast du schon gelernt? Natürlich. Ernsthaft? Ja, egal. Los geht's, endlich sind wir bei dem Taira no Masakado angelangt, dem Wendepunkt der Samurai-Ära. Alles beginnt mit internen Machtkämpfen des Taira-Clans. Ihr Streit eskalierte, bis der Kaiserhof einschritt. Masakando wurde vom Kaiser verfolgt und hatte keine andere Wahl, als sich ihm offen zu widersetzen. So kam es zum Krieg von Masakado. Marco, du siehst zwar nicht gerade wie ein Samurai aus, aber sehen wir doch mal, ob du das weißt. Welchen Titel hat Masakado für sich beansprucht? Satan, glaube ich jetzt nicht. Oh Gott, ich weiß es nicht. Kaiserlicher Prinz. Oh Gott. Kaiserlicher Prinz wird bei der Prüfung wieder nächste Woche abgefeiert, das nicht vergessen. Jetzt kommen wir auch schon zur Kamakura-Periode. Endlich spürt man in der Geschichte den Einfluss der Samurai. Im Jahr 1185 wurde das Kamakura-Shogunat begründet. Ja, geschafft. Und natürlich war es ein Gründer Minamoto no Yoritomo. Ich fasse es nicht, dass wir endlich da angekommen sind. Du hast richtig geantwortet. Dein Charme hat sich erhöht. Ja, er kann sich ja nicht mehr erhöhen. Die ist von Akihiko. Ikutsuki-san kommt heute Abend. Er will uns etwas mitteilen. Sobald alle zurück sind, treffen wir uns im 4. Stock. Darf ich kurz noch was raten? Kenji ist nicht da. Das ist der Fluch von Persona. Es ist der Fluch von Persona. Jetzt könnte ich was mit ihm machen. Und er ist nicht da. Das kann nicht wahr sein. Als nächstes, du darfst aussuchen, während du Zeit mit Michael verbringst, willst du das eure Freundschaft sich vertieft. Aha. Geht jetzt schon nicht mehr weiter, ha? Kommandozentrale im Wohnheim. Mitsuru berichtete Ikutsuki über den Einsatz im Hotel. So that's what happened on the night of the 7th. It was a difficult operation. I see. They're getting tougher. But it's not all bad news. I called today's meeting because... I'm sorry. Before we go on, I'd like to ask Mitsuru-senpai something. Me? Since I've joined, so many things have happened. I went along with it without really understanding what was going on. But now I need to know. I'm gonna ask you straight out. You've been hiding something from us, haven't you, senpai? You act like you don't know anything about the Dark Hour in Tartarus. But they're related to that accident 10 years ago, aren't they? What accident? Yukari-chan. There was an explosion near our school, and a lot of people died. It must have been big news back then. You know about it, don't you? Yes. Luckily, no students were injured. But around the same time, a large number of students were recorded as absent. Seems like more than just a coincidence. What do you mean? I dug up some old school records and found something interesting. The students who were absent, they all collapsed suddenly and had to be hospitalized.
Sound familiar? You know, like the girls who bullied Fuka. There has to be an explanation. What really happened on the day of that accident? The Kirijo group built our school, so you must know something. Tell me the truth. I wasn't trying to hide anything from you. It just never seemed relevant. But... It's okay. It's not your fault. all right, I'll tell you the whole story. The shadows have many mysterious abilities. Some research indicates that they can even affect time and space. We think of them as our enemies. But what if we could somehow use them to our advantage? They would be a source of unimaginable power, wouldn't they? What? 14 years ago, one man pursued that line of thinking. He was the former leader of the Kirijo group, Koetsu Kirijo, my grandfather. My grandfather was obsessed with the shadows. He wanted to harness their power for something extraordinary. Like what? He assembled a team of top scientists, and over several years he put together an impressive collection of shadows. What? Damn, it's freaking crazy. However, 10 years ago, during the final stages of the experiment, they lost control of the shadow's power. And in the process, the very nature of the world was altered. Oh my. Do you mean... Yes. Tartarus and the Dark Hour. By their account, the mass of shadows they collected split into several large ones that then dispersed. These are the shadows we've been encountering on nights when the moon is full. Is that why they've appeared in different places? Wait a minute. If what you said is true, then why did our school turn into Tartarus? Don't tell me. That's where they conducted the experiment? Yes. Then, those students who were hospitalized... I'm afraid it's just as you're thinking. Port Island must have been an ideal location for them. It was a highly populated area, and the Kirijo group had influence there. They could do as they pleased. As you guessed, the experiment 10 years ago was conducted at Gekukan High School. Does that mean all we've been doing is cleaning up their mess? You lied to us? You knew, too, didn't you, Senpai? They've just been using us. Or do you not care as long as you get to fight? Never said anything like that. I have my reasons. Think what you'd like. It was my decision not to share that information. I'm sorry. I never intended to deceive you. Convincing you to join C's was my highest priority. As absurd as it may seem, only we, with our personas, can fight the shadows. How could you? Besides, some of us were never given a choice. Mitsuru, don't. Yukari, it's those in the past who are to blame. And they lost their lives as a result of what they did. We're all in the same boat here. None of us deserve the burden that's been thrust upon us. But... It's been 10 years since that incident. No one knows why those shadows suddenly returned. But since they're active, at least we can find and destroy them. Do you realize what this means? What if I told you that those 12 shadows are the cause of everything? Then if we defeat them all, Tartarus and the Dark Hour will disappear? Exactly! That's what I was going to tell you earlier. See, it's good news, isn't it? Is that true? There's evidence to support it. Now, our true battle begins. I see. Regardless of what's happened in the past, we must fight to protect the people. The shadows are gaining strength. We can't afford to just wait for them. Indeed. And there are many mysteries still surrounding Tartarus. Why did such a gigantic structure appear in the first place? The answer must lie within it. Ihr müsst die 12 Schatten besiegen, mit denen alles begann. Nur so könnt ihr der Dark Hour und dem Tartarus ein Ende setzen. Ihr müsst kämpfen, um die Menschen zu beschützen. Es sind noch 6 übrig. Ja, stimmt, fehlen eigentlich gar nicht mehr so viele, ne? Die Frage wird natürlich immer noch größer. Ist das hier ein 100-Part-Let's Play? Gute Frage. Ich meine, Persona 4 geht ja an sich länger, aber hatte ja auch nur noch 114 Parts.
Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, aber ich glaube schon, dass es 100 Parts erreichen würde. Achso, nein, den Charme kann ich noch nicht. Wie noch nicht upgraden? Ich hau dich kaputt, wenn es noch eine Stufe gibt. Nein, es gibt doch keine Stufe mehr. Wo kann man denn dann seinen Mut verbessern? Hier kann man seinen Mut verbessern im Karaoke. Okay. Du hast stundenlang gesungen. Dein Mut hat sich erhöht. Also das hier der Ort sein, wo wir immer nachts hingehen. Heute ist keine Schule. Währenddessen Tatsumi Port Island Station, Gasse. Nothing to do as usual, huh? Why are you here? If you came here to try and convince me, then forget it. It's nothing like that. I just wanted to see how you were doing. Huh? We've known each other for a long time. It's been almost 14 years since we met at the orphanage. You, me, and Miki. We used to run around here until the sun went down. Back then, it seemed like we had all the time in the world. You haven't changed one bit. If you want to get all sappy, go do it with your other friends. What was that? It's rare for you to think about the past. Usually you just charge ahead like a damn fool. So obviously there's something on your mind. I do reminisce sometimes. But what's the point? Anyway, we finally know how to get rid of Tartarus in the Dark Hour. No shit. Yeah. To be honest, all I've been thinking about lately is getting stronger. But yesterday, someone made me question my reason for fighting. Your reason for fighting, huh? That's different for every person. But if you don't have a good one, you can always quit, like I did. I'm not like you. Man, I can't believe I'm the one getting lectured here. Well, see you around. You haven't changed at all. Währenddessen Fukas Zimmer im Wohnheim. Yes? Can I talk to you for a moment? Senpai? Oh, please come in. Not only do you excel at providing support during battle, but also at obtaining information. Oh, I'm sorry for doing that without permission. Don't worry, you're not in trouble. But I do have a special favor to ask of you. I want you to find out as much as you can about that incident 10 years ago. But very little was made public. That's why I want you to access the Kirijo Group's database. You mean hack into their system? That's illegal. I'll give you my ID and password. You'll be free from accountability. I want to know the truth. Senpai. Of course, I'll understand if you refuse. Okay, I'll see what I can do. Are you sure? I appreciate it. Yamagishi, aren't you resentful? After all, despite my good intentions, I did drag you into this without fully explaining. Certainly you must be a little angry with me. Not really. You see, my parents have an inferiority complex because all my relatives are doctors. That's why they're so tough on me. It's really hard for me to be at home. But here, I feel important, and I can help you and the others. So why should I be angry? You're right, Yamagishi. We do need you. No one can take your place. Thank you. I'll see you later. Währenddessen vor der Tatsumi Port Island Station. So, Tartarus and the Dark Hour will be gone, huh? That's good. That's what we've been fighting for. So why am I so pissed? Gosh, it's hot. Even for July. Seriously, but at least we're seniors now. We won't be wearing these stupid uniforms much longer. Yeah, I've had enough of this. I just want to get accepted to college and start having some fun. I know why. I'm the reason. I was like, fighting is my duty, but hell, it's all I'm good for. If it weren't for that, I'd be worthless. My duty? What a bunch of bullshit. I can't fight worth shit anyway. Damn it! Nothing I do is good enough. Währenddessen Yukaris Zimmer im Wohnheim.
seems like my worst fears keep coming true. Am I stupid to believe in things like trust and friendship? Dad, this old letter of yours. I must have read it 1,000 times since it came last spring. March 6th, 2000. To my family. Tomorrow, I bring this letter to the opening ceremony for the Moonlight Bridge. It'll be stored in a time capsule and sent to you 10 years from now. Yukari, you're so small right now, but in 10 years you'll be 16. You'll be in high school. I know you've been sad because I have to work so late, but you still always greet me with a smile. I'm really proud of myself. Kirijo-san appointed me head researcher. I'll be starting on a big project soon, and I'm happy to be receiving so much recognition for my work. But I swear to you that nothing is more important to me than you and your mother. Dad. Yukari, are you remembering to enjoy life? Are you still bright-eyed and hopeful like you are now? No matter what happens in the next 10 years, I hope you're happy. Well, I hope this letter brings a smile to your face. Love, Dad. No matter what happens, huh? I can't lose hope. For his sake. I won't turn my back. I won't be like Mom. Not ever. Die Prüfungen stehen bevor. Na gut, Leute, wir sagen beim nächsten Mal weiter bei Persona 3 und ciao.